Hier in der Fertigung von SMA haben die Mitarbeiter schon vor Monaten bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Die Stückzahlen waren nicht so, wie sie sein müssten, doch der Vorstand reagierte nicht. Da hat man sich die Sache zu lange schön geredet, man hat an den gesteckten Zielen hat man festgehalten. Das hat zu lange gedauert, das hätte man vorher merken können. Dabei gab es längst kritische Nachfragen von Mitarbeitern, sagt Jörg Wienand, der seit 15 Jahren im Unternehmen arbeitet. Er ist Betriebsratsmitglied und Vorsitzender der IG Metall Vertrauensleute bei SMA. Wir waren mal ein sogenannter Great Place to Work. Das ist ein Preis, der quasi von den Mitarbeitern vergeben wird. Das war super, da war hier ein Wahnsinns-Spirit, man stand hinter der Firma. Das hat nachgelassen, muss man tatsächlich sagen. Was hat die heile SMA-Welt derart erschüttert? Am 18. Juni hat die Unternehmensführung ihre Umsatz- und Ergebnisprognose massiv nach unten korrigiert. Für das laufende Geschäftsjahr hat man vorher ein operatives Ergebnis von bis zu 290 Millionen Euro erwartet. Jetzt geht man im schlechtesten Fall von 80 Millionen aus. In der Begründung heißt es: Grund für die Anpassung der Prognose ist neben einem anhaltend volatilen Markt der verzögerte Anstieg des Auftragseingangs infolge der weiterhin hohen Lagerbestände bei Distributoren und Installateuren. Hinzu kommt eine neue Unsicherheit im Markt durch den Ausgang der Europawahlen und die anstehenden Wahlen in den USA. Das Unternehmen macht also vor allem andere für seine Probleme verantwortlich. Für Jörg Wienand ein Fehler. Es gibt jede Menge externe Faktoren, das wissen wir in der PV-Branche, das ist sicherlich ein Grund. Wenn dann aber die EU-Wahl oder die mögliche Wahl von Trump in den USA genannt wird, dann weiß ich nicht, ob das tatsächlich die Hauptgründe sind. Und da müssen wir schauen, dass wir die Kritik der Kunden tatsächlich wahrnehmen. Da wird gesagt, dass unsere Produkte teilweise zu kompliziert sind. Großkunden sagen, die werden nicht gut betreut. Der Service ist nicht mehr so Premium, wie er tatsächlich mal war in den alten Jahren. Da müssen wir besser werden. Als Folge der Gewinnwarnung strafen die Anleger SMA ab. Der Aktienkurs rauscht dramatisch in den Keller. Stand die Aktie im Juli 2023 noch bei 111,50 Euro, stürzte sie bis auf aktuell 24,78 Euro ab. Ein Wertverlust von mehr als 75% innerhalb eines Jahres. Dabei ist die Geschichte von SMA eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Die Firma wurde 1981 aus der Universität Kassel heraus gegründet. SMA steht für System-, Mess- und Anlagentechnik. In den folgenden Jahren wird das Unternehmen weltweit bekannt für seine Wechselrichter, die jede Solaranlage benötigt, um Gleichspannung in Wechselspannung umwandeln zu können. 2008 geht SMA an die Börse. (2009) wird in Nordhessen die größte Wechselrichterfabrik der Welt eröffnet. 45 Millionen Euro hat man hier investiert. Selbst die Firmengründer sind vom riesigen Erfolg überrascht. Wir wollten jetzt da unseren Beitrag liefern, aber dass das einen so rapiden Fortschritt macht, erst die Windenergie und jetzt die Photovoltaik, das haben wir uns nie träumen lassen. Doch die Zeiten ändern sich. 2014 kommt es zum bisher größten Gewinneinbruch der Firmengeschichte. 1600 Mitarbeiter werden entlassen. In der aktuellen Krise ist noch nicht von Entlassungen die Rede, aber die Angst davor ist bei den rund 4.300 Beschäftigten groß. Viele fühlen sich von der Geschäftsführung alleingelassen. Die wollen einfach eine Prognose haben. Die wollen irgendwie glauben, wie es weitergeht, und das ist im Moment nicht gegeben, sondern jeder macht sich seine eigene Prognose mit den Informationen, die er gerade hat. Und dann haben wir Leute, die machen sich konkret Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Wirtschaftsprofessor Christian Klein von der Universität Kassel war überrascht davon, dass SMA von seinen Aktionären so heftig abgestraft wird. Er sieht die Probleme für den Solarbereich nicht in der Chefetage im Osten von Kassel, sondern im weit entfernten Osten. Ganz klar ist ja, China wird ja gepusht durch die Politik, durch die chinesische Politik. Das sind ja subventionierte Produkte. Die Amerikaner schützen ihr Land vor diesen Produkten, und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Indien. Indien passt auch auf, dass die chinesische Industrie nicht die eigene Industrie kaputt macht. Und das ist etwas, was wir uns hier fragen müssen in Europa und in Deutschland. Wie gehen wir mit diesem harten Konkurrenzdruck in Zukunft um?
Seit längerem dominiert China mit Kampfpreisen den Markt in Europa. Vor allem bei Solarmodulen kam es in diesem Jahr zu einem drastischen Preisverfall. Aus Sicht von Christian Klein hat SMA hier einen klaren Standortnachteil. Ich persönlich gehe davon aus, dass tatsächlich wir uns in Deutschland überlegen müssen, ob sich Deutschland noch eine Solarindustrie leisten kann und will. Das heißt, ich gehe davon aus, dass mittel- bis langfristig ohne die Unterstützung der Politik, ohne Subventionen zum Beispiel, es sehr, sehr schwer werden wird für die Branche. Aber wie kann es für SMA jetzt kurzfristig weitergehen? Experten zufolge muss das Unternehmen möglichst schnell das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Aber wie kann das funktionieren? Anleger sind scheu und wenn sie einmal verschreckt werden, dann dauert es sehr lang unter Umständen, bis sie wieder Vertrauen in ein Unternehmen fassen. Und das kann SMA nur schaffen dadurch, dass man eine ordentliche Wachstumsstrategie vorlegt und dass man die dann auch mit Zahlen untermauert, also zeigt, dass die Strategie auch aufgeht. Für kommendes Jahr plant SMA die Inbetriebnahme einer Fabrik in den USA. Wenn das klappt, könnte es ein Zeichen an die Anleger sein. Seht her, mit uns ist wieder zu rechnen.